Freunde, hier ist David, euer Deutschlehrer von Like Germans. Das Klassentreffen von Lisa und ihren Freunden geht weiter. Im letzten Video haben wir Sarah getroffen. Jetzt erfahren wir, was Sarah zurzeit macht und was sie die letzten Jahre gemacht hat. Am Ende des Videos treffen wir noch einen von Lisas alten Freunden, 20 Jahre später. Wenn ihr wissen möchtet, wer das ist, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Denkt auch daran, die Quizfrage unten in den Kommentaren zu beantworten. Ihr könnt ab jetzt auch Mitglied des Kanals Like Germans werden. Als Mitglied beantworten wir jeden eurer Kommentare. Ihr könnt unsere Livestreams sehen und es gibt exklusive Videos nur für Kanalmitglieder. Den Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Herr Kunze, sind Sie es? Herr Kunze, sind Sie es? Warte kurz. Lisa? Lisa Peters? Lisa Peters? Sie können sich noch an mich Ja, erinnern? natürlich. Sie Wie könnte können ich sich noch dich an nur mich vergessen? erinnern? Ja, natürlich. Wie könnte ich dich nur vergessen? Sarah, bist du es etwa? Sarah, bist du es etwa? Oh mein Gott, Lisa! Oh mein Gott, Lisa! Alles klar. Wenn du jetzt nichts vorhast, könnten wir doch zusammen einen Kaffee trinken. Alles klar. Wenn du jetzt nichts vorhast, könnten wir doch zusammen einen Kaffee trinken. Ich würde gerne hören, was du zurzeit so machst. Ich würde gerne hören, was du zurzeit so machst. Eigentlich habe ich Termine. Aber für dich nehme ich mir gerne die Zeit. Also, Lisa, was hast du so nach der Schulzeit gemacht? Ich bin 2 Jahre lang gereist. Danach habe ich angefangen, in einer Bank in Frankfurt zu arbeiten. Das hört sich sehr schön an. Jetzt erzähl mir mehr von dir. Ich habe mich immer gefragt, was aus dir geworden ist. Leider haben wir es nicht geschafft, den Kontakt zu halten. Das ist wahr. Früher waren wir so gut befreundet. Ich wollte mich bei dir melden. Aber irgendwie ist die Zeit so schnell vergangen. Dann habe ich mich nicht mehr getraut. Ich nehme es dir nicht übel. Ich hätte mich auch melden können. Irgendwie habe ich es nie geschafft. Jetzt erzähl schon. Was machst du gerade? Nachdem wir die Schule beendet haben, wollte ich auch verreisen. Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Du wolltest eine Reise durch Afrika machen, richtig? Genau,
leider ist daraus nichts geworden. Genau, leider ist daraus nichts geworden. Warum hat es nicht geklappt? Warum hat es nicht geklappt? Kurz bevor ich verreisen wollte, ist mein Vater verstorben. Kurz bevor ich verreisen wollte, ist mein Vater verstorben. Deshalb konntest du nicht verreisen? Deshalb konntest du nicht verreisen. Ja, nachdem mein Vater verstorben ist, musste ich die Geschäfte der Familie übernehmen. Ich verstehe. Das mit deinem Vater tut mir leid. Also bist du hier in München geblieben? Die ersten paar Jahre schon. Mittlerweile lebe ich aber in Polen. Aber ist das Ganze nicht ein wenig gefährlich? Was genau meinst du? Ich kann mich noch erinnern, dass dein Vater manchmal Probleme hatte. Wegen den Geschäften. Ja, mein Vater war in ein paar kriminelle Geschäfte verwickelt. Ich habe unser Geschäft aber auf einen anderen Weg geleitet. Jetzt haben wir keine Probleme mehr. Das ist sehr gut, Sarah. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Zum Glück bin ich hergekommen. Ich hätte das Klassentreffen fast wegen einer Präsentation verpasst. Das wäre schade. Hast du schon Hunger? Ja, ein bisschen. Lass uns doch etwas Kleines essen gehen. Danach können wir zum Klassentreffen gehen. Das ist eine gute Idee. Ich kenne ein gutes Restaurant. Komm mit. Wie sieht es bei dir mit Familie aus, Sarah? Hast du einen Mann oder sogar Kinder? Dafür habe ich leider keine Zeit. Ich hatte mehrere Beziehungen. Die Arbeit kam aber immer dazwischen. Wie sieht es bei dir aus? Du warst doch schon immer ein Familienmensch. Ich bin verlobt. Mein Verlobter heißt Franz. Wir haben aber noch keine Kinder. Sehr schön. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe Franz kennengelernt, als ich durch Thailand gereist bin. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wie geht es deinen Eltern? Mama und Papa geht es sehr gut.
Mama und Papa geht es sehr gut. Sie wohnen noch immer in unserem alten Haus. Sie wohnen noch immer in unserem alten Haus. Ich muss öfter zu Besuch kommen. Ich muss öfter zu Besuch kommen. Sie haben sich wirklich sehr darüber gefreut, dass ich da bin. Sie haben sich wirklich sehr darüber gefreut, dass ich da bin. Mach das auf jeden Fall. Mach das auf jeden Fall. Ich bereue, dass ich nicht mehr Zeit mit meinem Vater verbracht habe. Ich bereue, dass ich nicht mehr Zeit mit meinem Vater verbracht habe. Man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, was passiert. Du hast recht. Du hast recht. Ab jetzt werde ich öfter vorbeikommen. Ab jetzt werde ich öfter vorbeikommen. Freust du dich schon darauf, die anderen wiederzusehen? Freust du dich schon darauf, die anderen wiederzusehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Du hast Herrn Kunze schon getroffen, oder? Du hast Herrn Kunze schon getroffen, oder? Ja, bevor wir uns getroffen haben, habe ich mit Herrn Kunze gesprochen. Ja, bevor wir uns getroffen haben, habe ich mit Herrn Kunze gesprochen. Er hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Er ist noch genau wie früher. Er ist noch genau wie früher. Ich freue mich schon darauf, Markus und die anderen zu sehen. Ich freue mich schon darauf, Markus und die anderen zu sehen. Ich mich auch. Ich mich auch. Hast du mal etwas von ihm gehört? Hast du mal etwas von ihm gehört? Nein, ich hatte seit dem letzten Schultag keinen Kontakt mehr mit Markus. Nein, ich hatte seit dem letzten Schultag keinen Kontakt mehr mit Markus. Kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist, Sarah? Kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist, Sarah? Ja, na klar, es ist 7:30. Ja, na klar, es ist 7:30. Wir müssen langsam losgehen. Wir müssen langsam losgehen. Das Klassentreffen beginnt um 8 Uhr. Das Klassentreffen beginnt um 8 Uhr. Von mir aus können wir schon losgehen. Von mir aus können wir schon losgehen. Perfekt. Perfekt. Ich traue meinen Augen nicht. Ich traue meinen Augen nicht. Lisa, bist du es etwa? Lisa, bist du es etwa? Dich erkennt man sofort, Markus. Dich erkennt man sofort, Markus. Du hast dich kaum verändert. Du hast dich kaum verändert. Ich hoffe, das ist ein Kompliment. Ich hoffe, das ist ein Kompliment. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sarah, hast du also schon getroffen? Sarah, hast du also schon getroffen? Ja, wir waren einen Kaffee trinken und haben etwas gegessen. Ja, wir waren einen Kaffee trinken und haben etwas gegessen. Das klingt nach einem schönen Tag. Das klingt nach einem schönen Tag. Wie lange bleibst du hier in München? Wie lange bleibst du hier in München? Für immer. Ich wohne hier. Für immer. Ich wohne hier. Wollen wir kurz draußen einen Spaziergang machen, Lisa? Wollen wir kurz draußen einen Spaziergang machen, Lisa? Ich würde mir gerne anhören, was du so machst. Ich würde mir gerne anhören, was du so machst. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Wann kommen denn die anderen? Wann kommen denn die anderen? Moritz, Stefan und Jonas sind bald da. Moritz, Stefan und Jonas sind bald da. Bleibt nicht zu lange weg. Bleibt nicht zu lange weg. Damit wir mit der Feier beginnen können. Damit wir mit der Feier beginnen können. Alles klar, wir beeilen uns, Herr Kunze. Alles klar, wir beeilen uns, Herr Kunze. Es ist wirklich sehr schön, euch alle mal wiederzusehen. Es ist wirklich sehr schön, euch alle mal wiederzusehen. Ich hätte nicht gedacht, dass alle wirklich nach München kommen. Ich hätte
nicht gedacht, dass alle wirklich nach München kommen. Unsere Schulzeit war schon etwas ganz Besonderes. Unsere Schulzeit war schon etwas ganz Besonderes. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Ich bin gespannt, wie dein Leben zurzeit aussieht. Ich bin gespannt, wie dein Leben zurzeit aussieht. Auf deine Geschichten bin ich auch gespannt, Markus. Auf deine Geschichten bin ich auch gespannt, Markus. Früher haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Früher haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Daran erinnere ich mich immer gerne zurück. Daran erinnere ich mich immer gerne zurück. Wieso bist du eigentlich in München geblieben? Wieso bist du eigentlich in München geblieben? Ach, ich habe ein paar Jahre in Berlin gelebt. Ach, ich habe ein paar Jahre in Berlin gelebt. Dann in Hamburg. Dann in Hamburg. Irgendwie hat mir keine Stadt so gut gefallen wie München. Irgendwie hat mir keine Stadt so gut gefallen wie München. Nichts ist so schön wie die eigene Heimat. Nichts ist so schön wie die eigene Heimat. Ich bin immer sehr gerne hier. Ich bin immer sehr gerne hier. Ich muss wirklich öfter herkommen. Ich muss wirklich öfter herkommen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Da vorne können wir uns hinsetzen. Da vorne können wir uns hinsetzen. Und in Ruhe miteinander reden. Und in Ruhe miteinander reden. Kannst du dich noch an diesen Ort erinnern, Lisa? Kannst du dich noch an diesen Ort erinnern, Lisa? Hier haben wir viele schöne Momente miteinander verbracht. Hier haben wir viele schöne Momente miteinander verbracht. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, ich kann mich erinnern. Früher war das einer meiner Lieblingsorte. Früher war das einer meiner Lieblingsorte. Erzähl mir mehr von dir, Markus. Erzähl mir mehr von dir, Markus. Wo arbeitest du zurzeit? Wo arbeitest du zurzeit? Ich habe vor kurzem einen neuen Job angefangen. Ich habe vor kurzem einen neuen Job angefangen. Davor habe ich mehrere Jahre im Verkauf gearbeitet. Davor habe ich mehrere Jahre im Verkauf gearbeitet. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Naja, es gibt bessere Jobs. Naja, es gibt bessere Jobs. Ich habe mir in der Schule aber nie Mühe gegeben. Ich habe mir in der Schule aber nie Mühe gegeben. Dann konnte ich nicht studieren. Dann konnte ich nicht studieren. Jetzt habe ich es etwas schwieriger bei der Jobsuche. Jetzt habe ich es etwas schwieriger bei der Jobsuche. Ich wünschte, ich könnte dem jungen Markus sagen, dass er mehr lernen soll. Ich wünschte, ich könnte dem jungen Markus sagen, dass er mehr lernen soll. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Als was arbeitest du? Als was arbeitest du? Ich arbeite in einer Bank in Frankfurt. Ich arbeite bei einer Bank in Frankfurt. Ich habe vor kurzem eine Beförderung zur Teamleiterin bekommen. Ich habe vor kurzem eine Beförderung zur Teamleiterin bekommen. Wow, ich gratuliere dir. Wow, ich gratuliere dir. Darf ich fragen, ob du schon verheiratet bist? Darf ich fragen, ob du schon verheiratet bist? Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Also bist du Single? Also bist du Single? Nein, ich bin verlobt. Nein, ich bin verlobt. Mein Verlobter heißt Franz. Mein Verlobter heißt Franz. Wir sind seit 8 Jahren zusammen. Wir sind seit 8 Jahren zusammen. Er kann sich wirklich glücklich schätzen. Er kann sich wirklich glücklich schätzen. Aus dir ist eine tolle Frau geworden, Lisa. Aus dir ist eine tolle Frau geworden, Lisa. Bist du denn in einer Beziehung? Bist du denn in einer Beziehung?
Ich war 2 Jahre lang verheiratet. Ich war 2 Jahre lang verheiratet. Danach haben meine Frau und ich uns aber scheiden lassen. Danach haben meine Frau und ich uns aber scheiden lassen. Was ist passiert? Was ist passiert? Es hat einfach nicht gepasst. Es hat einfach nicht gepasst. Wir haben aber eine Tochter. Wir haben aber eine Tochter. Ihr Name ist Luise. Ihr Name ist Luise. Sie ist 8 Jahre alt. Sie ist 8 Jahre alt. Du würdest sie lieben. Du würdest sie lieben. Sie ist genauso, wie wir in dem Alter waren. Sie ist genauso, wie wir in dem Alter waren. Jung und ohne Rücksicht auf Verluste? Jung und ohne Rücksicht auf Verluste? Ja, genau. Ja, genau. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn du in München geblieben wärst. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn du in München geblieben wärst. Was genau meinst du? Was genau meinst du? Naja, am Ende der Schulzeit waren wir noch ein Paar. Naja, am Ende der Schulzeit waren wir noch ein Paar. Wir haben uns getrennt, weil du alleine verreisen wolltest. Wir haben uns getrennt, weil du alleine verreisen wolltest. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wollen wir langsam zurückgehen? Wollen wir langsam zurückgehen? Die anderen warten bestimmt schon auf uns. Die anderen warten bestimmt schon auf uns. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Hast du Lust, zusammen etwas essen zu gehen, solange du noch in München bist? Hast du Lust, zusammen etwas essen zu gehen, solange du noch in München bist? Das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Am besten morgen. Am besten morgen. Übermorgen muss ich zurück nach Frankfurt. Übermorgen muss ich zurück nach Frankfurt. Alles klar, dann machen wir das morgen. Alles klar, dann machen wir das morgen. Lass uns zurückgehen, die anderen sind bestimmt schon da. Lass uns zurückgehen, die anderen sind bestimmt schon da. Frage für euch. Wo wohnt Sarah zurzeit? A. in Polen, B. in Deutschland oder C. in Spanien? Schreib einen Kommentar.